Nachdem wir letzte Woche unsere Aktivitäten wegen Corona-Infektionen absagen mussten, haben wir unsere Testintervalle verkürzt. Aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Der vor einer Woche angelieferte Reis wurde aufgehoben für dieses Wochenende. Und die Eier konnten wir gebührenfrei an den Großhändler zurückgeben. Wir sind eben ein guter Kunde. Und gestern wurden dann Eier erneut angeliefert. Das Wetter war die ganze Woche über wechselhaft. Am Freitag echtes Schweinewetter. Naja, die erste Oktoberhälfte gehört eben noch zur Regenzeit. Hoffentlich prügelt Petrus uns morgen nicht wieder. Wir haben Bedenken, denn 2 weitere Tropenstürme über Thailand sind angekündigt. Und das ist selbst für die Regenzeit etwas heftig. Aber Petrus hat diesmal Mitleid mit uns gebeutelten Coroneros. Am Samstag ist es trocken. Trotz der angekündigten Stürme regnet es nicht. Also, die noch einsatzfähigen Mitglieder der Reis- und Eiercrew bitte an die Arbeit. Ihr habt euch ja schon eine zusätzliche Ruhewoche erschlichen. Und mit Tangma und Rambo Palett braucht ihr auch nicht zu rechnen. Die sind als Nicht-Geimpfte jetzt im Hochsicherheitstrakt untergebracht. Los, los, schön Eier eintüten und Reis abfüllen. Ja, wenn der Bär nicht da ist, um die schweren Reissäcke zu stemmen, dann müssen eben die anderen Herren ein wenig mehr rankauen. Aber die Laune ist trotzdem gut und man will mal sehen, wie es den kranken Coroneros geht. Rufen wir die doch einfach mal an. Na sowas? Jan der Bär liegt auf der faulen Haut, als wäre er im Urlaub. Und das, obwohl er nur leicht von dem Virus geküsst wurde. Und seine Frau lässt sich's auch gut gehen. Das Enkelchen hat auch nur leichte Symptome. Uff, da sind wir alle froh, dann macht's mal gut, denn wir müssen ranhauen, damit die Hungrigen nicht zu lange warten. Und ihr werdet bitte schnell wieder gesund, damit wir nicht für euch mitschuften müssen. Seit den Infektionen letzter Woche haben wir natürlich auch alle ein wenig Muffe. Wir wollen ja nicht, dass die Corona-Gang so ausgedünnt wird, dass wir das Handtuch werfen müssen. Änderungen an den Vorschriften, welche Überraschung, gibt es auch wieder. Annäherungen und Kontakte so wenig wie möglich? Okay, klingt vernünftig. Die Bürokratie ist am überflüssigsten, also verzichten wir vorerst auf Registrierung und Nummernausgabe. Da müssten ja ID-Karte und Nummer per Kontakt übergeben werden. Das werden sicher ein paar Schlauberger ausnützen, aber Sicherheit geht im Moment vor. Und die Ordner, die vorne an der Front stehen, müssen sich trotz Sonnenschein zusätzlich zur Maske in Plastik verhüllen und alle paar Minuten sterilisieren.
Naja, mit Alkohol besprühen. Nicht, was ihr jetzt denkt. Das ist nur zur äußerlichen Anwendung. Die Portionen liegen auf den Tischen und die anmarschierenden Empfänger nehmen ihre Portion unter Aufsicht selbst an sich. Sobald ein Tisch leer wird, stoppt ein Ordner den Strom und die Coroneros füllen auf und treten zurück. Dann gibt der Ordner den Zugang wieder frei. Das funktioniert recht ordentlich. So schieben sich die Bedürftigen gruppenweise an der Ausgabe vorbei. Sobald sie ihre Ration empfangen haben, werden sie aufgefordert, den Ort zu verlassen. Wir haben wirklich keinen Bedarf an weiteren Infektionen.
Als die letzten Rationen ausgegeben sind, wird aufgeräumt und die Portionen für die Nichtmobilen verladen. Alle verabschieden sich, um sich zu Hause zu verschanzen. Auch am Sonntagmorgen ist Petrus gnädig und hält den angekündigten Regen zurück. Rob und der Dino machen sich auf den Trip ins Villenviertel. Dort müssen sie ein paar Haltestellen auslassen, weil sich da Corona-Cluster gebildet haben. Deren Rationen werden in der Nähe völlig kontaktlos nach Absprache abgelegt. Alle anderen freuen sich, wenn das Paar erscheint und die gefüllten Beutel abliefert. Und ein paar der Kinder freuen sich auch. Eine große Freude bereitet es den Coroneros, als der ein paar Wochen lang bettlägerige Krebskranke erscheint. Er erklärt, dass seine Medikamente anzuschlagen scheinen und er wieder gehen kann. Noch sieht er sehr mitgenommen aus, aber er ist wieder auf den Beinen. Das ist ja schon was wert. Im Laufe des Sonntags und Montags kommen dann noch Selbstabholer und ein Kommando aus einem Cluster, um Verpflegung abzuholen, und die dieswöchige Aktion ist abgeschlossen. Wir hoffen, dass die angekündigten Stürme nicht wieder großen Schaden anrichten,
dass sich keiner der Corona-Gang infiziert oder besser überhaupt niemand und dass ihr in Europa gesund bleibt. Eure Corona-Gang.